Es war einmal Dornröschen. Ein König und eine Königin kriegten gar keine Kinder und hätten so gern eins gehabt. Einmal saß die Königin im Bade, da kroch ein Krebs aus dem Wasser ans Land. Er sprach: Dein Wunsch wird bald erfüllt werden und du wirst eine Tochter zur Welt bringen. Das traf auch ein. Der König war so erfreut über die Geburt der Prinzessin, dass er ein großes Fest anstellen ließ. Dazu lud er auch die Feen ein, die im Lande waren. Weil er nur 12 goldene Teller hatte, konnte er eine nicht einladen. Es waren ihrer nämlich 13. Die Feen kamen zu dem Fest. Sie beschenkten das Kind am Ende desselben. Die eine mit Tugend, die zweite mit Schönheit und so die anderen mit allem, was nur auf der Welt herrlich und zu wünschen war. Wie aber eben die 11. Fee ihr Geschenk gesagt hatte, trat die 13. Fee herein. Sie war recht zornig, dass sie nicht eingeladen worden war. Weil ihr mich nicht gebeten, so sage ich euch, dass eure Tochter in ihrem 15. Jahre an einer Spindel sich stechen und tot hinfallen wird. Die Eltern erschraken. Aber die 12. Fee hatte noch einen Wunsch zu tun. Da sprach sie: Es soll aber kein Tod sein, sie soll nur 100 Jahre in einen tiefen Schlaf fallen. Der König hoffte immer noch, sein liebes Kind zu erretten. Er ließ den Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Königreich abgeschafft werden. Die Prinzessin aber wuchs heran und war ein Wunder von Schönheit. Eines Tages, als sie ihr 15. Jahr eben erreicht hatte, war der König und die Königin ausgegangen. Sie war ganz allein im Schloss. Da ging sie aller Orten herum, nach ihrer Lust. Endlich kam sie auch an einen alten Turm. Eine enge Treppe führte dazu, und da sie neugierig war, stieg sie hinauf und gelangte zu einer kleinen Türe. Darin steckte ein gelber Schlüssel, den drehte sie um. Da sprang die Türe auf, und sie war in einem kleinen Stübchen. Darin saß eine alte Frau und spann ihren Flachs. Die alte Frau gefiel ihr wohl, und sie machte Scherze mit ihr. Die Prinzessin sagte, sie wollte auch einmal spinnen, und nahm ihr die Spindel aus der Hand. Kaum aber hatte sie die Spindel angerührt, so stach sie sich damit. Alsbald fiel sie nieder in einen tiefen Schlaf. In dem Augenblick kam der König mit dem ganzen Hofstaat zurück, und da fing alles an einzuschlafen, die Pferde in den Ställen, die Tauben auf dem Dach, die Hunde im Hof, die Fliegen an den Wänden, ja sogar das Feuer, das auf dem Herd flackerte, ward still und schlief ein. Der Braten hörte auf zu brutzeln, und der Koch ließ den Küchenjungen los, den er an den Haaren ziehen wollte. Die Magd
ließ das Huhn fallen, das sie rupfte und schlief. Um das ganze Schloss zog sich eine Dornenhecke hoch und immer höher, so dass man gar nichts mehr davon sah. Prinzen, die von dem schönen Dornröschen gehört hatten, kamen und wollten es befreien, aber sie konnten durch die Hecke nicht hindurchdringen. Es war, als hielten sich die Dornen fest wie an Händen zusammen. Sie blieben darin hängen und kamen jämmerlich um. So währte das lange, lange Jahre. Da zog einmal ein Königssohn durch das Land. Dem erzählte ein alter Mann davon. Man glaube, dass hinter der Dornenhecke ein Schloss stehe. Eine wunderschöne Prinzessin schlafe darin mit ihrem ganzen Hofstaat. Sein Großvater habe ihm gesagt, dass viele Prinzen gekommen wären und hätten hindurchdringen wollen. Sie wären aber in den Dornen hängen geblieben und totgestochen worden. Das soll mich nicht erschrecken, sagte der Königssohn. Ich will durch die Hecke dringen und das schöne Dornröschen befreien. Da ging er fort, und wie er zu der Dornenhecke kam, waren es lauter Blumen, die taten sich voneinander, und er ging hindurch, und hinter ihm wurden es wieder Dornen. Da kam er ins Schloss. Im Hof lagen die Pferde und schliefen und die bunten Jagdhunde. Auf dem Dach saßen die Tauben und hatten ihre Köpfchen in den Flügeln versteckt. Wie er hineinkam, schliefen die Fliegen an den Wänden und das Feuer in der Küche. Der Koch und die Magd schliefen auch. Als er weiterging, da lag der ganze Hofstaat und schlief, und noch weiter der König und die Königin. Es war so still, dass einer seinen Atem hörte. Da kam er endlich in den alten Turm, wo Dornröschen lag und schlief. Da war der Königssohn so erstaunt über ihre Schönheit, dass er sich bückte und sie küsste. In dem Augenblick wachte sie auf, ebenso der König und die Königin und der ganze Hofstaat, auch die Pferde, die Hunde, die Tauben auf dem Dach und die Fliegen an den Wänden wachten auf. Das Feuer stand auf und flackerte und kochte das Essen fertig. Der Braten brutzelte fort und der Koch gab dem Küchenjungen eine Ohrfeige. Die Magd rupfte das Huhn fertig. Da ward die Hochzeit von dem Königssohn mit Dornröschen gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Vielen Dank fürs Zuhören.